In diesem Video erstellen wir gemeinsam eine Project Life Card. Wahrscheinlich hast du noch nie was von einer Project Life Card gehört. Ist auch gar nicht schlimm, es geht hier um Scrapbooking und Bullet Journaling und Memory Planning. All diese Dinge, die wahrscheinlich in Amerika sehr viel bekannter sind als hier bei uns in Deutschland. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil es geht auch wiederum darum, ein digitales Produkt zu erstellen. Und selbst mit Project Life Cards kannst du Geld verdienen. Du kannst sie nämlich erstellen, als Set zusammenfassen und natürlich auf Etsy oder anderen Plattformen verkaufen. Und abgesehen davon lernst du in diesem Video auch, wie du pixelbasierte Pinsel in Affinity Designer benutzt, und genau darum geht es. Ich will dir das Programm Affinity Designer damit näher bringen und gleichzeitig sollst du auch weiter digitale Produkte erstellen. Genau aus dem Grund machen wir jetzt dieses Video und zeigen dir mal von A bis Z, wie du so eine Karte erstellst, wie du sie auch in verschiedenen Größen erstellst, wie du eben diese pixelbasierten Pinsel benutzt, sodass es einen ganz schönen Effekt ergibt. Vergiss nicht, wir haben auch einen großen Affinity-Kurs. Das heißt, da ist wirklich alles erklärt, von A bis Z, alle Funktionen sind da erklärt und es sind auch ganz viele Workshops hinzugefügt, so dass du immer wieder neue Sachen ausprobieren kannst. Wenn du die Datei zu diesem Kurs haben möchtest, zu diesem Video, dann schau im Backstage-Bereich auf unserer Webseite vorbei. Auch dazu findest du den Link hier unterm Video. Das ist sehr praktisch. Dort kannst du dir nämlich alle Materialien zu allen verschiedenen Tutorials hier herunterladen und natürlich dann auch sehr viel einfacher mitmachen. In dem Fall kannst du dir einmal anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie wir die Datei aufgebaut haben, die Affinity Designer Datei. Also du bekommst die Originaldatei, sodass du dir das da einmal anschauen kannst. Aber natürlich ist es auch gefordert, dass du hier gleich einfach mitmachst. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß. In dieser Lektion erstellen wir uns ein Dokument. Dazu gehen wir hier in Affinity Designer auf Datei Neu und dann stellen wir das Dokument ein. Wir können hier schon die Vorlagen nehmen. Wenn wir ganz runter scrollen, dann sehen wir ein 12×12 Vinylcover. Und das werde ich jetzt nehmen. Wenn du das angeklickt hast, dann siehst du einen blauen Rahmen drumherum. Und du siehst natürlich hier, dass die ganzen Angaben dann schon hier drin sind. Also Seitenbreite sind 12 Inch, Seitenhöhe 12 Inch, dann 300 dpi. Die Ausrichtung ist in dem Fall ja egal, weil es quadratisch ist. Und dann kannst du natürlich noch einstellen, ob du einen transparenten Hintergrund möchtest oder nicht und welches Farbformat du haben möchtest. Für uns ist das jetzt alles in Ordnung, so wie es ist. Du kannst natürlich auch ein ganz anderes Format verwenden, wenn du eine direkte Project Life Card haben willst. Dann ist es vielleicht 3×8 Inch oder du hast 6×3 Inch. Das ist völlig up to you. Ne? Kannst du dir hier direkt einstellen. Und wenn du das getan hast, dann klickst du unten rechts auf Erstellen. Jetzt brauchen wir ein paar Lineale und Hilfslinien. Und da, um die Lineale einzuschalten, gehen wir auf Ansicht und dann Lineale einblenden. Das war's schon. Jetzt ist das Ganze eingeteilt in 12 gleiche Teile, von links nach rechts und von oben nach unten natürlich. Und jetzt stellen wir uns noch Raster und Achsen ein. Dazu gehen wir auf Raster und Achsen konfigurieren und erhalten dieses Bild. Wir können jetzt direkt eine Vorgabe wählen. Wenn wir da draufklicken, 1 cm Quadrat, funktioniert hier prima. Können wir auswählen und dann wollen wir das Ganze gar nicht in Inch haben, sondern geben hier einfach mal Abstand 2 ein und Unterteilung auch 2. Wir können hier natürlich noch andere Farben nehmen. Müssen wir aber nicht, wir können das auch einfach so lassen, wie es ist. Und wenn du das alles eingestellt hast, klickst du auf Schließen. In dieser Lektion erstellen wir nun unsere Project Life Card. Dazu müssen wir von der Designer-Persona in die Pixel-Persona wechseln, ganz einfach, um unsere Pinsel zu haben. Noch ein Wort zu den 3 verschiedenen Personas. Nämlich Affinity Designer hat 3 Stück, davon einmal die Designer-Persona, in der du im vektorbasierten Modus arbeitest, dann die Pixel-Persona, wo du im Pixel-Modus arbeitest, wie der Name schon sagt, und dann haben wir natürlich auch noch die Export-Persona. Wir müssen einfach jetzt in der Pixel-Persona bleiben und dann wählen wir uns auf der linken Seite aus unserer neuen Toolbar, verschiedenen Tools, die es jetzt hier gibt, den Malpinsel aus.
Wenn du das getan hast, dann hast du natürlich auch noch rechts ein Menü, wo du verschiedene Pinsel wählen kannst. Wenn du das Menü nicht hast, auch hier gehst du wieder auf Ansicht, Studio und öffnest dann eben deine Pinsel. Wir haben jetzt hier in dem Menü verschiedene Pinsel schon importiert und viele sind auch bei Affinity schon enthalten. Ich habe jetzt ein Pinselset gekauft, heißt hier Daub Watercolors and Washes. Das gibt es auf der Webseite von Affinity Designer. Den Pinsel werde ich jetzt nutzen. Du musst den nicht kaufen. Du kannst auch jeden anderen benutzen, der schon bei Affinity Designer dabei ist. Ich nehme jetzt hier den Daub Mellow Basic Pinsel. Einfach draufklicken. Wenn der blau unterlegt ist, hast du ihn ausgewählt. Und dann setzen wir hier die Breite auf 160 und die Deckkraft auf 50, da wir ja mehrmals darüber pinseln wollen. Ne? Siehst gleich den Sinn, der dahinter steckt. Und dann können wir auch schon loslegen. Wir müssen natürlich auch die Farbe einstellen. Dazu gehen wir in unsere Farbfelder. Ich habe nämlich schon welche angelegt oder in dem Fall nur eine einzige, nämlich diesen Blauton. Den klicke ich jetzt hier an und dann geht er hier oben, ändert sich die Farbe und ist jetzt in meinem Blauton. Jetzt fangen wir in Zeile 5 an, klicke einmal und halte dann die Umschalttaste gedrückt. Diesen Assistenten kann man einfach wegklicken und dann bekomme ich auch eine gerade Linie hin. Jetzt fehlt mir auf der linken Seite ein Stück, deswegen machen wir nochmal Command-Z und ich zeige das nochmal. Also noch einmal erst klicken, dann die Umschalttaste drücken und dann einmal von rechts nach links gehen. Und das mache ich jetzt einfach mit jeder Reihe, so dass ich hier schöne gerade rein bekomme. Hier fehlt mir wieder ein Stück, also nochmal zurück. Ja, das kann passieren hier, ne? Der Pinsel ist ja ein wenig ausgefranst sozusagen. Deswegen kann das durchaus passieren, wenn wir schon vorher anfangen, oder ja, in dem Fall eher zu spät, dass es dann ein Stückchen fehlt. Aber wie gesagt, einfach Command Z und wieder zurück, kein Problem. Ziehen wir eine neue Linie. Wenn das Ganze ungleichmäßig wird, ist das auch nicht schlimm, weil wir ja gleich nochmal darüber pinseln. Also mach einfach so, wie du es kannst, wie du es jetzt haben möchtest. Und dann zeige ich dir jetzt gleich, wie es weitergeht. Nämlich wir gehen nochmal in jede einzelne Reihe rein. So, wann immer ich nämlich jetzt nochmal einmal darüber pinsel, legt sich eine neue Farbschicht quasi darüber. Und dann wird das an der Stelle etwas dunkler. Und das kann ich natürlich nicht nur einmal, das kann ich sogar auch zweimal drüber gehen. Und jedes Mal baut sich die Farbe sozusagen weiter auf und wird an der Stelle dunkler und noch ein Stückchen dunkler. Und das gibt einen sehr interessanten Effekt, ne, was diese Project Life Card ja auch nun mal ausmacht. Wir sind jetzt hier in der Pixel-Persona und da zeichnen wir natürlich auch im Pixel. Was wir hier erstellen, ist jetzt Pixels, ist nicht vektorbasiert. Dafür müssten wir in der Designer-Persona bleiben und dort dann eben auch die Pinsel benutzen. Aber die sehen natürlich ganz anders aus als meine pixelbasierten Pinsel hier. Deswegen habe ich jetzt einmal, bin ich mal rüber geswitcht. Und ich denke, das sieht dann auch schöner aus. Aber das können wir natürlich ganz beliebig machen. Du kannst natürlich auch in der Designer-Persona bleiben. So, im nächsten Schritt wollen wir noch den Text schreiben und dazu gehen wir wieder zurück in die Designer-Persona und klicken unten auf das A und wählen die Schriftart Escudos. Du kannst auch jede andere nehmen, aber ich fand hier eine Schreibschrift sehr schön dafür. Natürlich wollen wir das in schwarz haben, deswegen ändere ich mal eben hier die Farbe. Einfach ganz oben in die Spitze. Und dann kann ich hier auch schon reinschreiben, also Highs and Lows. Und das machen wir natürlich alles eine ganze Nummer kleiner.
Und da wir das Programm jetzt auf Deutsch haben, erkennt er Highs und Lows natürlich nicht. Jetzt mache ich erst einmal das Unzeichen in Gelb. Und dann zeige ich dir auch noch, wie wir das Programm Highs und Lows lernen lassen können. Also, wir markieren das Ganze und holen die Zeichenpalette. Auch hier wieder, wenn du die nicht hast, unter Ansicht Studio kannst du die finden. Und dann siehst du schon, die Rechtschreibung steht hier auf Deutsch. Wir müssten hier natürlich jetzt auf Englisch stehen. Und dann kennt er auch das Wort. Jetzt braucht man die nicht mehr. Und das war es dann auch schon. Egal, auch wenn das unterschlängelt ist, das wird nicht ausgedruckt. Deswegen brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. Aber dennoch ist ganz schön, wenn wir das so wegkriegen. Ja, und damit ist auch deine Karte schon fertig. In dieser Lektion möchte ich dir nochmal zeigen, wie du aus einer Project Life Card 3 machen kannst, indem wir einfach die Größe ändern. Das ist auch ganz gut für andere Dokumente, weil auf diese Weise kannst du auch, wenn du schon darin gearbeitet hast, immer nochmal die Dokumente anpassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst hier auf Dokumenteneinstellung und klickst da drauf und gibst dann die neue Abmessung ein. In dem Fall gebe ich jetzt einfach mal 8×6 ein. Du kannst natürlich eingeben, was immer du möchtest, aber stell sicher, dass das kleine Schloss geöffnet ist. Andernfalls wird das immer wieder auf ein quadratisches Format zurücklaufen. Klick auf Seite verankern und dann einfach OK anklicken. Und jetzt ist das natürlich, was da drauf war, alles viel zu groß. Also zoomen wir ein bisschen raus und wechseln hier auf das Auswahlwerkzeug, markieren alles. Und dann siehst du in der Ebenenpalette, dass beide Ebenen markiert sind. Und dann machen wir das Ganze kleiner. Pass immer auf, dass du das nicht stretcht, also dass das in andere Form geht. Wichtig ist, dass du die ungefähr beibehältst, vor allen Dingen bei dem Text. Aber hier ist das ja eigentlich sehr viel größer. Daher können wir jetzt, obwohl das jetzt diese pixelbasierten Ebenen sind, das Ganze ein wenig vergrößern. Okay, und somit ist unsere neue Project Life Card schon fertig. Wir können aber natürlich auch eine komplett neue Karte erstellen und alles, was wir hier haben, herüber kopieren. Dazu gehen wir auf Datei Neu und wählen entweder eine Vorlage aus oder geben hier direkt die Seitenbreite und Höhe ein. In dem Fall mache ich das mal. Ich mache Seitenbreite 6 Inch und Seitenhöhe 3 Inch. Lass das Ganze in 300 dpi und die Ausrichtung muss natürlich horizontal sein und nicht vertikal. Und wenn ich das eingestellt habe und das Ganze einen transparenten Hintergrund hat, gehe ich unten rechts auf Erstellen und habe ein neues Dokument. Und du siehst schon, es sind jetzt 2 Tabs geöffnet. Du hast einmal links das, was wir hatten, und rechts das neue Dokument. Wenn ich jetzt links gehe und alles markiere, also wieder entweder mit dem Auswahlwerkzeug oder direkt in meiner Ebenenpalette, beides anklicke mit der Shift-Taste und das Ganze dann kopiere mit Command C und dann mit Command V einfüge oder halt bearbeiten, kopieren und bearbeiten, einfügen, dann habe ich die Elemente, die ich in dem Dokument hatte, wieder hier drin. Jetzt mache ich meine Linien größer und platziere die Highs und Lows in die Mitte. Auch hier wieder nicht unbedingt stretchen und schon habe ich dann eine neue Project Life Karte. Und im nächsten Schritt wollen wir uns darum kümmern, das Ganze aus dem Programm zu exportieren, damit du es auch verwenden kannst. In einem letzten Schritt wollen wir jetzt unsere Karte exportieren. Dazu könnten wir die Exportpläne benutzen oder wir gehen einfach auf Datei und dann eben exportieren. Und da wir jetzt nichts angeklickt haben, nichts markiert haben, haben wir unter Bereich ganzes Dokument stehen. Das ist jetzt auch so gewünscht. Und natürlich kann ich hier oben mir jetzt ein Format auswählen. PNG wird Sinn machen, wenn ich eine Transparenz hätte, habe ich aber hier nicht. Also kann ich hier ein JPEG nehmen. PDF wird sich vielleicht auch noch sogar anbieten, einfach nur, weil man das dann direkt ausdrucken kann. Aber ich nehme jetzt mal einfach hier ein JPEG. Und dann kann ich hier noch die Qualität einstellen, also Vorgabe JPEG höchste Qualität. Wenn wir da draufklicken, geht das auch noch niedriger. Aber warum? Also lassen wir ruhig bei höchste Qualität.
Im Notfall kann ich das auch noch hier über den Regler einstellen, die Qualität. Und aber auch hier lasse ich das Ganze auf 100%, weil ist jetzt nicht so schlimm. Das Ganze hat nur 1,63 Megabyte. Und sobald ich da bereit bin, klicke ich auf Exportieren und kann das auf meinem Computer abspeichern. Ich habe es jetzt hier auf dem Schreibtisch, klicke einfach sichern und dann ist meine Karte auch schon abgespeichert. Das kann ich natürlich auch noch mit dem anderen Dokument machen, wenn ich möchte, aber im Großen und Ganzen funktioniert das genauso. Ich kann noch mal einmal zeigen, wenn ich jetzt hier die beiden Ebenen markiere, wie das dann aussieht, dass ich dann noch verschiedene Optionen beim Export habe. Also gehe ich wieder auf Datei, exportieren und dann hier unter Bereich kann ich jetzt eben Bereich der Auswahl oder nur Auswahl nehmen. Wie gesagt, in dem Fall war das absolut nicht nötig, deswegen lassen wir es hier mal weg, aber du solltest es wenigstens einmal gesehen haben. Jetzt kann ich hier auf Abbrechen gehen und dann habe ich meine Karte auch exportiert. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Du hast gleich mitgemacht und eine Project Life Card entworfen. Das ist natürlich nur ein erster Schritt. Du kannst natürlich jetzt noch ganz viele andere Karten oder sollst auch ganz viele andere Karten entwerfen. Du kannst dir zum Beispiel verschiedene Cliparts kaufen und damit deine, oder auch selber mal natürlich, und damit deine Project Life Karten dekorieren. Ich verlinke hier nochmal das Video von unserer Katze, die wir getraced haben. Also was immer du gemalt hast, kannst du natürlich auch in den Computer bekommen und dann als Deko für diese Project Life Cards nutzen. Das sind natürlich eben andere Karten, ne? Keine Highs and Lows, aber das geht natürlich auch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss auch nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!